Und schauen gleich nach Chicago, denn dort hat der Parteitag der Demokraten begonnen. US-Präsident Joe Biden wurde bei seinem emotionalen Auftritt mit seiner Tochter von den Delegierten umjubelt. Zuvor hatte sie den 81-Jährigen 5 Minuten lang mit stehenden Ovationen und Rufen wie Danke, Joe begrüßt. Präsidentschaftskandidatin Harris, die würdigte ihn besonders. Man sei ihm auf ewig dankbar. In einem rein zeremoniellen Votum wurde der Politiker Tim Walz als Vizepräsidentschaftskandidat für die Wahl im November bestätigt. Harris war ja bereits per Online-Abstimmung nominiert worden. Am Rande des Parteitags kam es allerdings auch zu Protesten, vor allem gegen die Unterstützung der beiden Regierungen für Israel im Gazakrieg. Und unser US-Korrespondent Michael Wöhlenweber wird diesen 4-tägigen Parteitag der Demokraten weiterhin für uns intensiv beobachten. Michael, that was America, oder? Kann man doch so sagen. Joe Biden emotional mit Tränen in den Augen und dann dieser wahnsinnige Empfang für ihn? Also es war ein fantastischer Abend, Carsten, für Joe Biden. Anders kann man es gar nicht formulieren. Und er war auch wirklich super aufgelegt. Also der beste Abend sicherlich des amerikanischen Präsidenten seit Wochen. Erinnern wir uns an dieses vergeigte Interview. Da war er heute doch ganz, ganz anders drauf. Und die Partei, sie dankt es ihm. We love you, Joe, wurde hier skandiert. Und das hat ihm sicherlich gut getan. Und er hat hier lang dann doch ausgebreitet sein Erbe der Partei noch einmal dargelegt, was er geschaffen hat in diesen 3,5 Jahren. Und für ihn, das hat er auch so formuliert, ist das meiste, was an progressiven Taten verbracht worden ist, überhaupt von einem amerikanischen Präsidenten. Also auch mehr als bei 8 Jahren Obama. Also Joe Biden ist mächtig stolz und die Partei, die ist einfach glücklich darüber, über seine Präsidentschaft, aber vor allen Dingen glaube ich dann auch, und das schimmerte hier dann doch sehr, sehr deutlich durch, dass er den Staffelstab jetzt übergeben hat an Kamala Harris und dass sie jetzt nun den Karren ziehen muss. Und hier gab es Standing Ovation hinterher, vorher, also für Biden lief es tatsächlich super heute, aber es ist sein Abschied. Michael, aber Kamala Harris hat ihm ja auch den Boden bereitet, denn völlig überraschend ist sie ja auf die Bühne gegangen und hat sogar Joe Biden noch einmal herzlichst gedankt. Ja, also überraschend, da würde ich mal ein Fragezeichen hintermachen, Carsten, aus dem einfachen Grunde, ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass sie hier nicht auftaucht. Die Vizepräsidentin, die von ihm die Präsidentschaftskandidatur geerbt hat, dass sie einfach nicht dabei ist an diesem Abend, das wäre schon ein bisschen, wie es ja hier und in Deutschland kennt man das Wort ja auch, das wäre schon weird gewesen, das wäre also schon doch sehr seltsam. Also ich habe das eigentlich dann auch so erwartet. Und sie hat ihn lobpreist, ja, in diesen, naja, es waren ja auch nicht mehr als 1,5 Minuten oder knapp 2 Minuten, die sie da auf der Bühne gestanden hat. Und die hat sie halt genutzt, um ihn dann auch einzuführen, um klar zu machen, dass sie ihm sehr viel verdankt, dass sie ihm auch die Kandidatur ja am Ende dann verdankt. Also das war schon auch für Joe Biden sicherlich Balsam auf die Wunden, wenn sie nicht schon verheilt sein sollten. Denn mein Eindruck war eigentlich doch, dass er hier auch einen sehr gelösten Eindruck gemacht hat. Also dass er vielleicht am Ende froh ist, diese Bürde nicht mehr tragen zu müssen. Michael, danke nach Chicago, aber das wird noch weitergehen für uns nach deutscher Zeit bis Freitagnacht, denn dann wird auch Kamala Harris ihre mit Spannung erwartete Rede halten und da werden wir natürlich auch Freitagnacht live mit dabei sein. Danke nach Chicago.